So, werte Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen zu Video 7. Sind wir einfach schon. Oh, Junge, ich bin ganz schön produktiv. Ja, meine Reise geht weiter. Ich bin jetzt bei Casino, heißt die, oder ja, Stadt. Eigentlich ist es nicht eine Stadt, es ist eigentlich ein Dorf. Ich glaube, es hat so 10.000 Leute so wohnen hier. Ja, ich besuche meinen Verwandten aktuell und ich werde den nächsten Tag mit denen recht viel machen, aber jetzt am ersten Tag sind die recht beschäftigt, deswegen gucke ich hier alleine rum. Es ist brennend heiß heute. Also die Sonne, boah, die brennt richtig, richtig hart. Deswegen, ich bin froh, ich bin jetzt einmal so im Schattenplatz hier unter einem großen Baum. Ich bin ganz froh, dass ich hier bin. Ja, zudem muss ich halt auch ein bisschen aufpassen, wo ich hier hintrete, weil hier anscheinend nicht wenige Schlangen gibt. Habe bisher noch keinen gesehen. Also das ist trotzdem sehr selten einen zu sehen, aber anscheinend gibt es die hier. Ja, die Region, wo ich bin, ist nicht mehr ganz an der Küste. Wir sind hier vielleicht eine Stunde, 1,5 Stunden entfernt und dazu ist es auch noch sehr, sehr ländlich hier. Gefühlt ist es so wie so ein Redneck-Bereich, vor allem mit den SUVs da rumfahren und ja, wie man das halt so aus so einem klassischen amerikanischen ländlichen Bereich kennt, das ist halt genauso hier. Aber das ist ganz nett, das eigentlich mal hier so mitzubekommen. Ist auf jeden Fall auch so eine kleine Erfahrung, die man hier in Australien schon machen kann. Ja, wie gesagt, es gibt hier einige Tiere. Wir haben hier aber auch einen Fluss, wo angeblich Schnabeltiere auch immer wieder zu sehen sind. Eher Richtung Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang, muss man sagen. Das ist halt gerade nicht unbedingt so, weil es ist 13 Uhr circa gerade. Aber nichtsdestotrotz, ich werde zum Fluss runtergehen, versuchen mal ein paar Schnabeltiere zu finden und ich hoffe, das ist im Schatten, weil sonst werde ich hier live auf Kamera verbrennen. Also, bis gleich. Spoiler direkt hierzu, es gab keine Schnabeltiere. Der Fluss hier wurde Anfang 2022 von wirklich sehr extremen Überschwemmungen betroffen, deswegen es war auch nicht mehr im besten Zustand und ja, ich weiß selber gesagt nicht mehr, ob es dafür so viele Schnabeltiere auch noch da gibt. So sieht also ein australischer Dorf im Niemandsland aus. So viele Aufnahmen habe ich jetzt hiervon nicht, denn ich glaube, das war wirklich der heißeste Tag, den ich hatte bis dato. Ich habe komplett verbrannt, aber ein paar Sachen sieht man hier. Auch dieser Weihnachtsbaum bei fast 40 Grad, das war natürlich sehr passend. Und ein bisschen deutsches Kulturgut war auch vorhanden. Auf Aldi ist einfach Verlass. Am nächsten Tag hat mein Verwandter mich nach Byron Bay mitgenommen. Bevor ich in Australien war, habe ich noch nie von Byron Bay gehört, aber das ist ein sehr bekannter touristischer Ort an der australischen Ostküste, eventuell sogar der bekannteste. Das wurde vor allem deutlich, als wir Chris und Liam Hemsworths Villen da vorbeigelaufen sind, aber die habe ich jetzt einfach mal nicht gefilmt. Ich verstehe aber auch warum, das war wirklich ein ja überdurchschnittlich schöner Gegend, selbst für Australien. Wir sind hier diesen sehr coolen Wanderweg hochgelaufen, das ist übrigens der östlichste Punkt von der australischen Ostküste, soll ich auch dazu sagen. Und sind gerade zu diesem Leuchtturm, was man da gerade gesehen hat, hochgelaufen, ist eine recht bekannte Sehenswürdigkeit dort. Bekannt geworden ist es vor allem anscheinend durch das Surfen, da kann man wohl wirklich sehr, sehr schön surfen, aber warum das so ist, ja, keine Ahnung, da fragt sie den Falschen. Es gab auch ein Gebiet mit vielen Geschäften und Restaurants. Es war halt eben sehr touristisch geprägt, vor allem halt preislich, wenn ein Bier $15 kostet. Aber es war trotzdem cool zu sehen. Auch für Junggesellenabschiede wohl ziemlich beliebt. In diesem Doppeldeckerbus hier war zum Beispiel auch eine drin. Wettermäßig war es nicht optimal, aber egal, hat trotzdem Spaß gemacht und ist auf jeden Fall ein Must-See, wenn man die Ostküste hochreist. Am nächsten Tag hat mein Verwandter mich nach Evans Head mitgenommen. Das war auch ein Strandgebiet, allerdings viel abgelegener zumindest als Byron Bay, war ein bisschen kleiner. Ja, da bin ich halt den Strand ein bisschen abgewandert, habe einen chilligen Strandtag gemacht, aber da es jetzt nicht wirklich so anders ist wie in anderen Orten an der Ostküste, habe ich jetzt hierzu wirklich nur ein paar Aufnahmen. So, neuer Tag, neuer Strand, aber diesmal ist es nicht nur irgendein Strand, das ist vielleicht, ja, eventuell der bekannteste Strand Australiens. Ich bin am Gold Coast. Dieser Strand ist einfach ewig lang. Es geht bis ganz da hinten. Und was guckst du denn eigentlich hier? Grüße. Ja, und da hinten, das ist wahrscheinlich der so bekannteste Bereich vom Strand. Das nennt sich Surfers Paradise. Ja, steckt wahrscheinlich schon im Namen.
Das ist halt wirklich der Paradies für Surfer. Wobei heute ist nicht so viel los, weil das Wetter ja, kannst wahrscheinlich schon ein bisschen sehen, das ist ja eher so bescheiden. Es regnet zumindest nicht, aber mit Sonne würde das Ganze hier wahrscheinlich noch mal viel schöner aussehen. Aber also das hier übrigens ist das höchste Gebäude Australiens. Sollte ich vielleicht auch mal kurz sagen, so als zwischendurch, so als Fun Fact. Und ja, mit diesen High-Rise-Gebäuden direkt hinterm Strand, das ist natürlich, sieht schon fett aus. Ja, das ist inzwischen die dritte Nacht, wo ich hier bin. Ich bin bei dem Sohn von einem meiner Verwandten bin ich hier untergekommen, weil da hat hier eine WG, denn der studiert auch hier. Ist aber schon mal ganz geil, deswegen habe ich auch ein paar Tage mehr eingeplant. Ja, es ist also der Strand und das alles drumherum ist natürlich richtig, richtig geil. Das ist halt zusätzlich halt eine richtige Party-Location. Also das ist so die Party-Location Australiens, wo sie ihre Art von Spring Break auch immer verbringen. Ist natürlich irgendwo auch ganz cool. Also ich war vor ein paar Nächten, war ich mit dem Sohn ein bisschen was trinken, da haben wir das schon so ein bisschen miterlebt und das war auch sogar ein Sonntag und es war trotzdem extrem viel los. Deswegen, ja, irgendwo schon geil, aber das hat so ein bisschen so eine Assi-Seite auch an sich. Also es ist nicht mal deutlich so sauber wie die anderen Orte, wo ich hier war. Und ja, man merkt einfach ganz anderer Vibe hier. Also zum Feiern und so ist bestimmt absolut mega. Ich glaube, hier am Strand ist auch abends deutlich viel mehr los. Aber ja, muss man schon mit einbedenken. Also das hat natürlich auch, die Innenstadt am Abend ist halt schon anders. Ja, so sah es auch nachts aus. Bitte bedenkst dabei auch, dass es ein Sonntag hier ist. Also ist wahrscheinlich am Freitag, Samstag viel mehr los. Aber selbst für einen Sonntag war das hier nicht schlecht. Zwei Sachen habe ich dort festgestellt. Erstens, man kann da wirklich sehr gut trinken. Mein Gastgeber hat mich dazu ein paar sehr coole Bars mitgenommen. Und es gibt auch jede Menge Straßenkünstler, wie dieser Typ hier. Ja, ansonsten sind wir halt nur zweimal Bahn gegangen, haben ein bisschen die umliegenden Gegenden angeguckt, wo man halt auch so schön auf die Gold Coast schauen konnte. Ich habe auch meinen Kumpel aus Port Macquarie nochmal getroffen hier. Diese Vögel sind überhaupt nicht schüchtern. Und ja, die 3 Tage sind eigentlich so dann recht schnell vergangen. Habe mich dann an der Tramstation hingesetzt und habe mich auf den Weg zu meinem nächsten Ziel gemacht. So, Gold Coast ist auch wieder vorbei. 3 Nächte jetzt da verbracht, ging wieder wie im Flug, also wirklich krass. Und ja, jetzt bin ich wieder bei einem altbekannten Freund. Ladies and Gentlemen, Brisbane 2.0. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so auf die Kamera so gut rüberkommt, aber das ist einer der schönsten Lichter, die ich auch jemals gesehen habe. Es ist so eine richtig angenehme Temperatur, wolkenloser Himmel, der Sonnenuntergang gerade. Oh, das ist ein wunderschöner Anfang zu den zweiten Trip hier in Brisbane, muss ich sagen. Ich bin gerade erst vor einer Stunde angekommen. Bin jetzt einmal direkt mal losgelaufen. Ich habe jetzt nicht viel heute, was ich tun kann, weil es halt später ist. Und deswegen bin ich einfach den Weg gelaufen, wo ich letztes Mal mit Flo schon war. Und ja, es ist eine wirklich schöne Stadt. Ich muss echt sagen, ich mag es da hier. Also die Anzahl der Eidechsen in Brisbane ist schon wirklich heftig. Schau mal, da haben wir einen. Da guckt einer aus dem Wasser. Da guckt einer aus dem Wasser. Dann, da ist einer, da ganz oben. Und ganz da hinten, da ist auch noch einer. 5 Stück insgesamt hier einfach auf einem Bild. Also ist mega cool. Ich bin mal wieder on the road. Ich bin ja 4 Nächte in Brisbane, aber alle Tage werde ich da jetzt nicht unbedingt verbringen. Also 4 Nächte ist ja schon recht lange. Und heute mache ich so einen ersten Tagesausflug. Und ja, ich bin heute hier, das ist mein Ziel. Natürlich ist der Meer auch noch da. Ich bin beim Sunshine Coast heute. Abgesehen davon, dass es wirklich einen sehr ansprechenden Namen hat, wollte ich das Ort hier wirklich so aus 2 Gründen sehen. Ja, erstens, weil es halt nicht weit weg von Brisbane ist und es soll ziemlich schön sein. Hier machen anscheinend selbst die Australier recht viel Urlaub. Und zweitens, das wäre hier wahrscheinlich der Ort gewesen, wo ich ja, gelandet wäre, wenn ich nicht nach Sydney gekommen wäre. Ich habe mich für University of Sunshine Coast als Zweitwunsch eingegeben. Und ja, ich bin recht froh, dass es Sydney ist, aber ich wollte jetzt einfach mal sehen, so was ich jetzt hier verpasse. Eine Sache, die ich bisher so nicht in Sydney gesehen habe, ist die Größe der Spinnen. Ich blende euch jetzt mal 2 ein. Ich hoffe, das kommt so ganz rüber, aber das waren, also die hängen auf so einer Lampe. Und ja, das waren wirklich 2 riesige Spinnen.
ja, ganz normal. Da hinten sind Häuser, wo man sein eigenes Boot einfach anlegen kann, so wie man es kennt. Und es geht hier überall weiter. Es sind einfach überall Häuser mit eigenem Boot. Das ist ein Leben hier. So, ich sage hier immer wieder, dass die Australier ja recht viel richtig machen. Hier haben wir jetzt wieder so ein Beispiel. Hier sind die Toiletten und die haben einen Aussichtspunkt da aufgestellt. Ja, ganz normal. Einfach ein Toiletten haben die da gebaut, dachten sich, ja, ein Aussichtspunkt oben drauf, das passt bestimmt gut. Ja, und das ist die Aussicht. Okay, das ist wohl nicht nur mir aufgefallen. Das hat tatsächlich den Namen Lou with a View. Ah, ich lieb's. So, 4 Stunden bin ich jetzt hier gewesen. Ich mache mich jetzt aber langsam auf den Weg nach Hause. Ist zwar nicht so lang, aber wie gesagt, es war spazieren. Ich habe ein bisschen was, ich habe Mittag gegessen zwischendurch. Es ist schon ganz schön hier. Aber ich bin froh, dass ich in Sydney gelandet bin, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, was man hier... Also es ist wirklich schön hier, gar keine Frage. Ich will es ja nicht runterspielen. Der Strand ist wunderbar. Leute hier scheinen super nett zu sein. Hier kannst du richtig gut spazieren gehen. Aber ich frage, was gibt es denn mehr hier zu tun? Also ob man sich 6 Monate hier wirklich beschäftigen kann. Es ist ein wunderschöner Ort, Urlaub zu haben. Aber ja, ich glaube, mit Sydney habe ich schon die richtige Entscheidung getroffen. Oder beziehungsweise, ja, ich habe ja nicht entschieden. Aber ich glaube, so langsam würde ich hier auch ein bisschen verwirren, muss ich zugeben. Wenn ich hier als erstes gekommen wäre, also von Deutschland aus, wenn ich hierher gekommen wäre direkt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, boah, schönster Ort der Welt, wunderschön hier werde ich mein ganzes Leben verbringen, das ist viel zu geil. Aber jetzt bin ich bei so einem Punkt inzwischen, wo ich halt echt inzwischen halt schon bei ein paar Orten war, wo es halt schöne Strände gab. Und ich denke mir halt nur inzwischen, ja, ist schon schön, noch ein schöner Strand, aber ich raste halt nicht so komplett aus, wie ich es wahrscheinlich vor 6 Monaten gemacht hätte. Aber ja, es ist halt so, wenn man halt hier 6 Monate ist. Wahrscheinlich, wenn ich dann wieder in Deutschland bin, werde ich nach 2 Wochen schon wieder sowas brauchen. So, mein 3. Tag in Brisbane oder 3. Tag Brisbane-Reise, denn ich bin wieder bei einem Tagesausflug wieder dabei. So ungefähr die gleiche Richtung wie Sunshine Coast, aber nicht ganz so weit, denn ich dachte eigentlich, dass ich nichts mehr mit Tieren anschauen mache. Ich war jetzt 2-mal im Wildpark, ich war im Zoo, ich war im Sea Life. Aber mir wurde von vielen Menschen empfohlen, ich soll unbedingt ein Australia Zoo besuchen, das ja in der Nähe von Brisbane ist. Und ich habe dann auch recht schnell verstanden, warum, denn das ist Steve Irwin, sein Zoo, der Crocodile Hunter. Der hat ja diesen Zoo eröffnet, nicht so lange bevor er gestorben ist. Jetzt leiten das seine Frau und sein Sohn. Und ja, dementsprechend, ich dachte, das schaue ich mir auf jeden Fall an. Das hört sich cool an. Es gibt auch so ein paar Shows, also es ist nicht nur so Tiere anschauen, sondern es gibt auch dieses ganz bekannte Krokodilshow, gibt es ja auch noch. Ja, ich bin sehr gespannt. Gucken wir mal, was es zu bieten hat. Ich habe es auch wirklich gar nicht bereut. Es war ein sehr, sehr cooler Zoo. Alleine hier am Anfang, wo ich direkt dieses Baby-Koala gesehen habe, ist mein Herz aufgegangen. Es war auch eher wie ein Wildpark eingerichtet. Hauptsächlich gab es halt wieder ganz klassisch die australischen Tiere. Hier gab es zum Beispiel den Tasmanian Devil, dann hier eine riesen fette Schlange, wobei ich ehrlich muss, den gibt es nicht in Australien, so groß wären die nicht. Und man hat auch immer wieder gesehen, wie die Tiere gefüttert worden sind, wie zum Beispiel diesen Echidna hier. Es gab auch wieder eine offene Fläche, wo Kängurus wieder waren. Das war wieder ganz cool, weil man hatte wieder die Möglichkeit, die dort zu streichen, wie bei einem Wildpark in Sydney. Aber nur ganz kurz, will ihn ja nicht bei seiner Mahlzeit stören. Ein paar klassische Zootiere weiterhin gab es auch. Ob es das jetzt unbedingt benötigt hat, bin ich mir eher unsicher. Aber naja, bin halt trotzdem hingegangen. Die Zebras und die Giraffen hatten auf jeden Fall Spaß. Oder die Zebras haben die Giraffen gemobbt, war mir nicht so sicher. Ja, und die Elefanten, ja, die hatten ihren eigenen Spaß. Das Highlight war aber die Aufführung. Mitten in dem Zoo gab es diese Arena hier, was eventuell auch bekannt vorkommt, wenn man schon mal was von Steve Irwin gesehen hat. Begonnen hat es mit einer Performance von mehreren wilden Vögeln, bevor es dann auch direkt zu einem Hauptteil kam, nämlich die Crocodile Show, die die Frau und der Sohn von Steve Irwin durchgeführt haben. Curious floating log. I'm not going to do that. Do you want to get him something really good to eat? Alright, let's get him something big, hey. I'm going to get him focused over here. He knows that I'm here, on land, this Ibis and I, we have the upper hand here. But as soon as you do rugby, it's all yours, mate. Oh, man. Okay, let's come out slowly, Bluey. Und dann gab es noch den krönenden Abschluss. Meine erste giftige Schlange in Australien war direkt vor dem Eingang vom Zoo. Die erste Begegnung hätte eigentlich kaum besser laufen können, genau bei einem Ort, wo sich Menschen mit Tieren sehr gut auskennen.
Nach einer Viertelstunde circa kam dann der Reptilienfänger, der unter sehr viel Druck war, denn der ganze Zoo hat ihn da gerade gefühlt angeschaut. Aber es war eigentlich ziemlich unspektakulär. Der hat diese Schlange mit großer Professionalität aufgegabelt und ihn irgendwo dann im Freien wieder rausgelassen. So Leute, ja, hi erstmal. Ja, es wird jetzt gleich einen sehr harten Cut kommen. Ja, ich erzähle euch jetzt gleich warum. Am Tag, nachdem ich beim Zoo war, war ich ein bisschen krank. Also ich habe recht starke Halsschmerzen bekommen, ich war ziemlich fiebrig, also von einer Nacht auf dem anderen beim Zoo ging es mir absolut fein. Ja, am nächsten Tag war ich ein bisschen krank aber und ich war eigentlich dann nach Melbourne geflogen, aber ich habe entschieden, dass ich die Reise jetzt abbrechen werde, weil ich halt das Thema Corona bei mir noch im Kopf hatte. Bin dann nach Sydney zurückgeflogen und als ich in Sydney war, habe ich mich dann testen lassen können und habe dann auch festgestellt, ich habe auf jeden Fall Corona. Ich habe damals zwar in Brisbane und Sydney einige Videos gemacht, wo ich die Situation quasi erläutert habe, aber ich bin da wirklich sehr, sehr ausführlich geworden. Ich glaube, ich habe bestimmt 8-9 Minuten mit der Kamera geredet und ich dachte halt, das wäre vielleicht nicht das spannendste Ende zum Video, wenn ich die ganze Zeit darüber rede. Ja, deswegen mache ich das jetzt so ein bisschen im Nachhinein, einfach erläutere ich halt eben die Situation kurz, was passiert ist und ja, warum jetzt erstmal keine Videos zu der Reise kommen, weil ja die Reise halt mein frühes Ende genommen hat. Auf jeden Fall trotz der abrupte Ende, das war einfach eine Hammerreise. Also ich bin da 1000 Kilometer, ja, über Land bin ich da herumgefahren. 15 Tage war ich dann am Ende unterwegs, also es war jetzt trotzdem nicht so schlecht. Und ja, Australien ist einfach ein super geiles Land. Es gibt, also egal ob Großstadt oder so kleinere Orte, egal wo man da ist, das war alles einfach wirklich, wirklich super. Ich habe tolle Leute getroffen, tolle Leute kennengelernt. Sehr, sehr coole Aktivitäten halt dabei gehabt. Ja, hat die Spaß meines Lebens. Wie gesagt, war schade, dass das so geendet ist, aber ich hatte sehr viel Spaß auf jeden Fall. Genau, damit schließe ich jetzt das Video ab und auch die Solo-Reise werde ich jetzt auch abschließen. Wobei, wie schon gesagt, alles, was ich nicht geschafft habe, habe ich dann zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Also Anfang Januar habe ich dann alles nachgeholt. Das heißt, im nächsten Video wird auch darüber dann berichtet und die letzten Tage in Sydney kann ich schon mal vorab nehmen. Ja, genau. Aber für das Video war es jetzt erstmal auf jeden Fall. Wobei ganz am Ende sind wir noch nicht. Eine kleine Szene kommt noch. Das war zu dem Zeitpunkt, wo ich in Brisbane war und wo ich euch quasi erzählt habe, dass ich jetzt die Reise abbrechen musste, weil ich halt krank war, was ich halt eben jetzt rausgeschnitten habe, weil es so ausführlich war. Aber ich habe da in der Szene ein bisschen über halt Brisbane geredet und ich fand es eigentlich ganz cool, deswegen wollte ich es jetzt nicht rausschneiden. Ich fand es auch vielleicht das Ende auch ganz gut. Ja, genau, deswegen, wir beenden das Video jetzt mit der Szene. Aber ja, von mir schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr es anguckt. Und ja, wir sehen uns wieder sehr bald im nächsten Video. Also bis dann. Bye, bye. Naja gut, jetzt bin ich ja so down gewesen. Ich möchte jetzt aber kurz auf einem Positive Note enden. Ich bin ja jetzt in Brisbane schon 4 Nächte gewesen, nachdem ich ja mit Flo schon hier war. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich habe jetzt echt lange überlegt, ist es wirklich so krass? Aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, es ist die schönste Stadt, wo ich jemals war. Also kein Witz, ich bin komplett überrascht. Ich habe nicht viel von dieser Stadt davor gekannt und muss auch sagen, ich war jetzt noch nicht so viele Städte weltweit. Also es war ja meistens in Europa. Ja, also es war alles in Europa bisher, bis auf natürlich jetzt Sydney und Brisbane. Aber diese Stadt, es ist so, so schön. Es hat so viel zu bieten. Also die Liste endet echt nie. Die Grünflächen, die sie haben, aber es ist nicht nur so Wiesen oder so halt einfach solche Grünflächen, sondern die sind immer schön gestaltet mit ganz vielen unterschiedlichen Bäumen, unterschiedlichen Sträuchen. Die Tiere, die da rumlaufen, also die Menge an Eidechsen, die man hier sieht, und das finde ich schon krass. Mitten in der Stadt halt, bei den botanischen Gärten, sieht man die ganze Zeit Eidechsen und halt so ganz unterschiedliche, vielfältige Vögel. Aber es ist einfach 10 Jahre im Voraus. Man sieht hier so diese kleinen Details, diese Beleuchtungen, die es da gibt. Die Skyline ist halt einfach mega, weil mit ganz modernen Gebäuden ist das halt alles. Das Verkehrskonzept hier ist prima. Also es gibt so viele Leute, die mit E-Scooter rumfahren. Du hast halt immer eine Fahrradstraße und ein normaler Gehweg. Die sind immer getrennt. Das ÖPNV ist gut, es funktioniert hier gut. Du hast ja auch doch diese kostenlosen Linien, so 1, 2. Das ist einfach in meinen Augen so richtiger Fortschritt. Und die haben so richtig schöne Weihnachtsleuchten hier. Was sich immer noch ganz komisch anfühlt bei irgendwie mit 20 Grad. Ja, aber
Es ist einfach eine richtig, und die Leute sind auch super, super freundlich, das muss ich auch noch sagen. Sydney, also Australien grundsätzlich war jetzt Freundlichkeit kein Problem. Aber hier sind sie gefühlt noch ein Stückchen freundlicher sogar noch. Die sind alle so lieb. Nee, also ich werde es hier vermissen und ich werde auf jeden Fall nochmal kommen. Mal gucken. Olympia 2032 war das, ne? Ist gut, 10 Jahre ist noch lang hin, da wird sich noch viel ändern wahrscheinlich. Aber man kann es im Hinterkopf behalten.